Moin aus dem Wunderland. Heute ist Star Wars Tag und da wird es Zeit, dass ich mal so einige Szenen bei uns in der Anlage euch vorführe, denn viele von uns sind Star Wars Fans. Und eine Szene, die ich vor vielleicht 5, 6 Jahren mal gebaut habe, werde ich auch so ein bisschen aufmotzen. Und da nehme ich euch mit. So, hier sind wir in Amerika-Abschnitt, direkt an der Anlagenkante. Und hier seht ihr unsere Endor-Szene aus Episode 6, die wohl hoffentlich jeder kennt. Und wie ihr seht, sehr filmakkurat ist sie nicht. Und deswegen nehme ich die jetzt raus und werde sie neu bauen. Schauen, ob ich euch alle abbekomme. Ah, Luke, da kommt schon mal so freiwillig mit. Okay, 3PO, es nützt nichts, du musst auch mitkommen. Ah, hier ist der Chewie, den ich noch umbauen will. Und meine ganzen alten Evox hier. Ah, den habe ich gut gestiftet. Komm raus. Ups. Und er springt in die Schale. Die Endor-Szene habe ich hier deswegen mal hingesetzt, weil Episode 6 ist mein Lieblingsteil. Damit bin ich in Star Wars reingekommen. Star Wars begleitet mich schon ein Leben lang und von daher ist mir das wichtig. Und da bin ich jetzt froh, dass ich sie jetzt noch ein bisschen aufhübschen kann. So, ich fange jetzt mit den Evox an. Die werde ich aus Green Stuff modellieren. Schön das Fell rauszupfen und noch so ein paar kleine Waffen schnitzen. Und manche Evox sind noch aus meiner Kindheit, die werde ich noch mit dazufügen. Und das kam so, dass bei meinem Bruder damals noch auf der Schwarz-Weiß-Kiste in den noch frühen 90ern lief dann auf einmal Star Wars, so ein ganz kleiner Bildschirm so, ne? Und seitdem mag ich Episode 6. Ganz viel später habe ich dann erst spitz gekriegt, dass das 3 Filme sind und in welcher Reihenfolge man sie guckt. Und gemerkt, da ist ja eine Geschichte. So, der erste Ewok ist fertig, aber ein Ewok alleine, nee, das geht nicht, die tauchen immer in Horden auf. Ich baue noch 5 zusätzliche. Und während ich das mache, geht doch mal rüber in die Modelltechnik, denn meine Kollegen haben sich den Falken geschnappt. Wie auch alle anderen Flugzeuge muss der Millennium Falcon auch mal zur Wartung und sauber gemacht werden. Und da wir auch gehört haben, dass die Beleuchtung auch nicht mehr ganz gehen soll, gucken wir uns ihn mal an, machen den wieder fresh und bringen ihn wieder hierher. Wir haben ihn gerade noch in der Ladestation entdeckt. Er ist aber fertig, das haben wir geguckt. Da klauen wir ihn jetzt runter und dann nehmen wir ihn nach unten und machen ihn einmal auf. Wir haben ihn jetzt hier auf dem Tisch liegen. Ich habe eben schon gesehen, wenn ich ihn anschalte, dass zwar die Räder drehen, aber es leuchtet leider einfach nichts mehr. Ich würde ihn jetzt einmal aufmachen, einmal gucken. Ich hoffe, wir finden den Fehler. Das heißt, wir wollen den Fehler finden. Und dann machen wir ihn einmal sauber und dann hoffen wir, dass es wieder funktioniert. Aufpassen hier. Einmal die Gabel ab. Da gar keine Beleuchtung mehr geht, befürchte ich, dass wir hier an der Platine irgendwo vielleicht der Plus oder die Masse abgegangen ist. Ich sehe auf jeden Fall hier schon, dass die Platinenhalterung ab ist. Das ist natürlich schon mal nicht gut. Dann ist die Platine halt in Bewegung. Wäre nicht so gut. Deshalb würde ich das erstmal gleich wieder ankleben. Und ich sehe hier auch gerade, dass unser Plus ab ist. Unser gesamter Plus. Also es würde dementsprechend dafür sprechen, dass unsere ganze Beleuchtung nicht geht. Und den löte ich jetzt mal wieder an. Das ist jetzt nicht wunderschön, aber es hält. Oh yeah. Es geht wieder. Die Beleuchtung geht wieder. Auch hinten.
Ich habe jetzt beide Seiten geklebt von dem Platinenhalter. Und ich muss hier gleich noch eine Schraube wieder reindrehen. Aber das kann ich jetzt machen, wenn es hält. Einmal die Empfangs-LED wieder ranbauen, sonst nimmt er oben keine Befehle an. Beleuchtung geht wieder. Bauen wir wieder zusammen, vorsichtig. Und jetzt machen wir noch sauber. Und dann kann er wieder ins Weltall fliegen. Kratzen wir mal ein bisschen aus, damit wir ihn Dreck da rauskriegen, damit die Stangen wieder guten Kontakt haben und auch gerade beim Laden. Dann würde ich jetzt einmal die Hinterräder rausschrauben, weil man sieht hier, da ist ein bisschen Staub zwischen. So, Staub, Staub, Staub. Oh, Alter, wie viel Dreck da ist. Das wird Zeit, dass der sauber gemacht wird. Einmal sauber sprühen. Ja, wieder absch. Ja, jetzt lassen wir ihn nochmal Test fahren, weil wenn wir ihn ausgeschaltet haben, müssen wir ihn einmal die Fahrstufen durchfahren, damit er auch genau das macht, was er oben machen soll, weil er hält immer zwischen den Fahrstufen jetzt einmal an. Das macht er aber, nachdem wir einmal durchgefahren sind, nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, da er fährt, er entgleist nicht, er leuchtet, er macht alles, was er soll, dann bringe ich ihn jetzt wieder hoch zum Flughafen und dann kann er wieder fliegen. Der Falke fliegt wieder. Und wer fliegt den Falken? Ah, natürlich diese beiden hier. Aber diese beiden, die bleiben bei mir. Denn wir brauchen Hahn aus Episode 6. Da seht ihr ihn. Dann muss ich mal gucken, ob wir eine Figur finden, die ich dafür umbauen kann. Das Gesicht gefällt mir ganz gut. Packen wir mal zur Auswahl. Aus 3 Figuren mache ich jetzt eine. Gucken, ob der Oberkörper darauf passt. Ja, das gefällt mir ganz gut. Oh, so geht's schon ganz gut. Und ich köpfe ihn jetzt, weil ich das auch besser schneiden kann. So, und klebe den Kopf dann nachher zu uns gucken quasi an. Guck mal, der hat sogar ein weißes Hemd an. Nein! Die Wurst wird zum Blaster. So, knüttelt so. Stell dir vor, wir müssten uns mit Green Stuff anziehen. Sieht noch aus wie ein Gipsbein hier, aber wenn die Farbe drauf ist, wird es woanders wirken. Der Hahn ist fertig, aber natürlich fehlt da jetzt noch jemand, sein Kumpel Luke. Und den baue ich jetzt. Ich finde, der sieht ihm schon so vom Kopf so ein bisschen ähnlich. Und die Beine, den Rest könnte ich da ranbauen. So, jetzt habe ich mir die Figuren rausgesucht aus dem Katalog, die ganz gut für Luke passen. Und nun suche ich sie mal aus dem Figurenlager raus. Dieser Körper hier, den kann ich nicht nehmen, denn wenn ihr das so seht, biegt er sich relativ weit runter, guckt nach unten. Und das tut Luke hier in der Szene nicht. Deswegen ab mit dem Oberkörper. Und da kommt jetzt der neue Oberkörper drauf. So, dann kommt jetzt noch Farbe drauf. So, bei Luke ist es jetzt ziemlich einfach. Der ist ja eigentlich nur noch schwarz. Und dann ist er noch ein bisschen blonder, ne? Die hinteren sind aus meiner Kindheit, von Micro Machines. Und den vorderen habe ich euch hier gebaut. 3PO werde ich wohl so lassen. Noch ein bisschen säubern. Oha, der hat schon ein bisschen Farbe verloren hier hinten. Und dann kommt er auch wieder mit drauf.
So, jetzt haben wir alle Figuren der Szene fertig. Es fehlt nur noch Chewie und den bauen wir jetzt gleich um. Die Arme müssen runter und dann versuche ich ihn mal hinzuhocken, also auch die Beine ein bisschen kaputt schnibbeln, dann zusammen stiften, ein bisschen hin und her biegen, dass ich versuche, dass er so sitzt oder ein bisschen weiter unten ist halt. Alle Zartbeseiteten wegschauen und der Schnitt. Der kleine Chewie sitzt sich hier so rum. Ich versuche es erst einmal die grobe Form hinzukriegen. Also er sitzt wirklich sehr bequem da, warum auch nicht. Hier habe ich noch den Imperator mit Yoda gebaut, ihren großen Kampf aus Episode 3. Und was damit gleich passiert, seht ihr jetzt. Ja, wer sich erinnern kann, wird sich vielleicht an diese lustige Tesla-Spule erinnern, mit der wir vor einiger Zeit rumgespielt haben. Mit einem anderen Modell da. Du gehst eigentlich auf alles. Wenn das ein bisschen Masse hat, kannst du damit ansaugen. Die wir aber dann ja nicht wirklich einbauen durften. Aber dieses Ding lag die ganze Zeit bei mir im Schrank rum und wir haben überlegt, was machen wir damit? Und dann haben wir irgendwann in den Kommentaren gesehen, dass irgendeiner schrieb von wegen, ja Mensch, das wäre doch genau Star Wars-mäßig das Richtige. Und die Idee fanden wir so gut, dass wir gesagt haben, Mensch, genau das machen wir jetzt. Wir können sie dann auch noch so ein bisschen bewegen. Aber der kann schon mal hier rangetüttelt werden. Ja, guck, er geht jetzt in alle Richtungen, aber er geht noch nicht zu Yoda. Das heißt, ich muss Yoda mehr Masse geben. Ich brauche irgendwas. Ich habe eine Idee. Mal gucken, ob das schon irgendwas ändert. Ja, schon besser. Brauche noch mehr Masse, damit der Funken auch wirklich zu Yoda rüber geht. Ich tüdel jetzt hier einfach mal brutalstmöglich ein bisschen Masse ran und ich teste nochmal. Ha! Schon viel besser. So, und jetzt können wir auch noch mal gucken, ob wir mit der Frequenz ein bisschen rumspielen können. Mal sehen, welcher Sinus am besten war. Square, Triangle. Ja, Theresa hat uns die Speeder gestaltet, wie ich finde, super geworden. Und ja, wir hatten einfach Bock, die auf unserer Formel-1-Strecke fahren zu lassen. Da mussten wir noch ein bisschen rumtüfteln, mussten die genaue Position finden, weil das ja eigentlich Fluggeräte sind. Und deswegen haben wir hier so eine kleine Stange noch mit eingebaut. Und ja, mittlerweile haben wir die jetzt auch mal fahren lassen, natürlich vor Öffnung. Und sie werden auch nicht in den Regelbetrieb mit übernommen. Aber für so eine einmalige Aktion, da hatten wir einfach Bock drauf.
das schaut doch schon mal ganz gut aus. So, die Szene steht. Die Ewoks sind da, es ist schön wuselig. Sie nehmen gerade die Droiden und Han und Luke gefangen. Ich bin sehr zufrieden, dass es so geklappt hat und dass sie jetzt so bunt ist. Meine Frage an euch. Welches ist denn euer Lieblings-Star Wars-Teil? Und welche Szene wollt ihr gerne auf der Anlage sehen? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Und may the Force be with you. Tschüss.